Hallo zusammen. Hallo. Wir wollen heute über den Mangel mit euch reden und euch ein paar Impulse da geben und gerade auch so diesen versteckten Mangel, den wir manchmal gar nicht so mitkriegen. Wir haben so manchmal das Gefühl, Geldmangel oder Beziehungsmangel, das ist so, ne, das wären so die Kernthemen. Es gibt den Mangel eigentlich in wahnsinnig vielen verschiedenen Formen, drückt er sich aus. Eins, was ich mega interessant finde, ist zum Beispiel Zeitmangel. Also immer diesen Zeitmangel zu haben. Ich habe nicht genug Zeit für mich oder nicht genug Zeit für das, was mir Spaß macht. Ja, also das kommt sogar sehr, sehr viel. Und das ist auch ein sehr unbewusster Mechanismus, der gar nicht so offensichtlich ist, weil wir dem so glauben, ne? Also diesen Zeitmangel. Da könnte der Verstand ganz schnell wieder sagen, oh, das stimmt, aber ich habe halt auch keine Zeit. Ja, vielleicht reden wir was über den Zeitmangel. Das finde ich eigentlich schon ein ganz gutes Thema. Weil in Realität gibt es keine Zeit. Es gibt eigentlich immer nur diesen jetzigen Moment. Und die Zeit wird wie so erschaffen eigentlich durchs Denken. Also wir rennen wie voraus oder nach hinten. Und das macht mit dem Körper und uns wie so eine riesen Stresssituation. Also es wird eigentlich wie so ein künstlicher Mangel eigentlich erzeugt, der für uns ja absolut real ist. Also wir haben keine Zeit, weil wir müssen das und das machen. Ne? Oder wir haben keine Zeit, weil der Zug dann fährt. Ne? Also müssen wir jetzt einfach halt wie los. Und das sind alles so Sachen, die wir eigentlich gar nicht hinterfragen, die einfach für uns wie so ganz normal sind und wir aber hier eigentlich ein bisschen aufzeigen wollen, ob das wirklich stimmt. Ja, und gerade bei Zeit habe ich das Gefühl, ist das wirklich eins, wo jeder normal arbeitende Mensch, der 38 oder 40 Stunden die Woche arbeitet, hat einfach generell das Gefühl, dass er sehr wenig Zeit hat oder Freizeit hat. Oder, genau. Witzig ist aber, dass zum Beispiel Menschen, die zum Beispiel nicht arbeiten, auch keine Zeit haben. Ja. Also meine Eltern sind Rentner und die haben auch nie Zeit. Ja. Also so dieses, und da merkt man dann plötzlich, ne, also im Alltag ist es ja wie so, da würde der Verstand immer sagen, ja logisch, du musst ja arbeiten, klar hast du keine Zeit, dann willst du vielleicht noch Sport machen und dann musst du dich ja noch mit Freunden treffen und oh Gott, wo ist die Zeit hin? Ne? Und wo ist das wie so entstanden, plötzlich dieses, wir haben das gelernt. Kinder haben das mit diesen Zeit nicht, die haben ewig Zeit. Die haben einfach Zeit, weil sie im jetzigen Moment eigentlich sind. Ne? Und wir haben diesen Zeitmangel gelernt. Wir haben ihn eigentlich gelernt von den Eltern, abgeguckt, von den Lehrern, abgeguckt von den Personen, von der Gesellschaft. Und wir rennen eigentlich die ganze Zeit, ohne das je zu hinterfragen. Und vielleicht ist eure Aufgabe, mal zu schauen, von wo ihr denn das aufgeschnappt habt. Dieses, ihr habt keine Zeit. Weil die Stimmen, die ihr im Kopf habt, die sind nicht eure. Das sind alte Gedanken, Sachen, die ihr gehört habt, aufgeschnappt habt. Und wir müssen das wie so ein bisschen zurückverfolgen, um zu gucken, von wo ist das eigentlich? Ist das wirklich meine Natur? Ist meine Natur wirklich im Mangel mit der Zeit? Oder habe ich mir das einfach irgendwann aufgeschnappt und habe es einfach als Realität irgendwie angesehen? Und es ist total schön, das mal sowas zu erforschen,
Weil wir bringen sonst den Stress von den Großeltern, von der Gesellschaft, von uns, unseren Kindern bei. Wir hinterfragen eigentlich nicht diesen Zeitstress oder diesen ewigen Mangel an Zeit. Ich habe nie genug Zeit. Wie oft sagen wir uns das? Und wie glauben wir das? Und die Realität ist, es gibt nur den jetzigen Moment. In dem kann passieren, dass man zum Zug rennt. Aber es ist nicht dieser psychologische Mangel an Zeit, der ist nicht vorhanden. Und das zu sehen, dass eigentlich ein Unterschied ist zwischen dem Mangel, den wir fühlen, oder diesen psychologischen, ich finde es eigentlich auch schön, dass du psychologisch gesagt hast. Also das sagt ja auch was aus, das ist unsere Psyche, das ist unser Denken, dass das Mangelgefühl hat. Und im jetzigen Moment, wenn der wirklich da sein kann, merkst du vielleicht, jetzt habe ich gerade keinen Zeitmangel, weil es ist ja wie eigentlich Zeit da. So klar, wenn man jetzt wieder denkt, oh, ich muss noch dies und das und jenes machen, entsteht der Zeitmangel. Aber wenn ich dies und das und jenes mache, mache ich dann das dann. Das ist ja nicht jetzt hier. Aber wir wollen eigentlich schon jetzt hier die Sachen, die wir dann machen müssen, über die denken wir jetzt schon nach. Oder dass wir keine Zeit haben. Ne? Also das ist wie, und das alles holt uns weg von diesem Hiersein. Also wir haben eigentlich wirklich das große Problem in unserer Gesellschaft, dass wir nicht hier sein können. Also das ist ein Problem. Ja, weil dieser Zeitmangel da ist. Nicht dieses, der Zeitmangel. Wir haben eigentlich einen Zeitmangel, um hier zu sein. Ja, genau. Könnte man irgendwie so sagen. Weil wenn wir immer über das Hier reden, dann würden am liebsten alle Leute aufspringen und das Hier suchen oder das Jetzt suchen. Ne? Aber es ist einfach halt hier. Ne? Und ohne Zeitmangel würde jeder einfach, ja. Und ist jetzt hier in dem Moment Zeitmangel oder muss der eigentlich erschaffen werden vom Denken? Ne? Und das musst du selber erforschen. Also wenn du diesen Zeitmangel, den du vielleicht hast im Alltag, wenn du den wegtust und auch das Denken über die ganzen Sachen, die du machen musst oder die gewesen sind oder so, und dir wirklich mal erlaubst, da zu sein, wirklich hier. Ob dann Zeitdruck da ist oder Zeitmangel da ist, das musst du wie selber merken. Aha. Ja, jetzt hier vielleicht gerade nicht. Und dieses Erkennen von dem ist wie so ein Schritt dafür, sich wie zu befreien irgendwie von dieser erlernten Wahrnehmung von der Zeit. Diese erlernte Wahrnehmung, die wir so als normal ansehen. Und gerade bei der Zeit finde ich es einfach noch so krass, also das ist fast noch, also finde ich ein mega starker Sog, wegzugehen vom Jetzt. Also wenn wir manchmal in den Retreats oder irgendwie dann wie meditiert haben und dann plötzlich einfach so im Jetzt sind und man ist dann wirklich so, du bist dann an einem anderen Ort, die Arbeit ist ganz weit weg, die Familie ist weg, du bist einfach da, du kannst einfach da sein und dann ist das Jetzt, hier zu sein und keinen Zeitdruck zu haben, ist viel einfacher als hier wirklich im Alltag, wo du vielleicht weißt, du musst nachher dann dahin und du spürst schon diesen Druck von diesen Gedanken. Ne? Und den wirklich loszulassen, also den zu opfern, dafür, dass du hier sein kannst und nachher dann vielleicht schon da wieder hinrennst. Aber jetzt ist kein Zeitdruck und nachher dann rennst du. Aber du kannst auch ohne diesen Zeitdruck rennen, ne? Weil vielleicht, also das ist wie... Und es ist halt noch persönlich, also der Zeitdruck, der ist schon kollektiv, aber jeder empfindet ihn wie persönlich und unterschiedlich. Und deshalb ist schon der Einstein, irgendwie das Zeit relativ ist. Weil die Wahrnehmung irgendwie geschult ist, was du erlebt hast, wie du es gelernt hast, auf Zeitmangel einzugehen. Und das ist bei jedem unterschiedlich.
ist wie so unterschiedlich. Manche haben es eher immer gemütlich und manche sind einfach grundsätzlich eher gestresst und so. Und deshalb haben wir gedacht, wir reden auch mal was vom Zeitmangel, wo ich finde, wo einfach wirklich ein sehr starkes Thema ist. Und gerade mit dieser Schnelligkeit von den Medien, von der Gesellschaft, die sich sehr, sehr schnell entwickelt, nach Informationen zu suchen. Und es wird alles sehr, sehr schnell. Und die Grundenergie ist dahinter, ist der Zeitmangel. Und wir könnten jetzt sagen, ohne den Zeitmangel ist die Fülle da. Dann werden die Geräusche wahrgenommen, es werden die Körperempfindungen wahrgenommen, es hat wie ganz viel Raum und Platz für das, was eigentlich tatsächlich da ist, was sich wie so entfalten will, ne? Das Leben, was sich entfalten will. Deshalb die Fragen, woher haben wir den Zeitmangel? Wer hat uns das erzählt? Warum gehorchen wir so diesen tickenden Uhren oder dieses Gefühl von immer zu spät zu sein? Immer am falschen Ort zu sein. Immer so viel machen zu müssen. Oder es kann blockieren, dass man halt nichts macht. Ja. Also der Zeitmangel kann wieso blockieren, dass man ja wieso nichts schafft. Ja. Man schafft es wieso nicht, weil das ist einfach zu viel. Das ist genauso Zeitmangel. Das ist einfach zu viel. Es ist zu viel, die Arbeit, zu viel, das Kochen. Dasselbe einfach, wo ausschlägt auf die andere Seite. Ja, ganz schön. Und das Witzige ist, dass die Sehnsucht, wenn man jetzt mal sagen würde, beim Zeitmangel ist die Sehnsucht nach mehr Zeit. Ne? Also, dass mehr Zeit, oder ich hätte mehr Zeit für mich. Und dann vielleicht die Frage, okay, was wäre denn, wenn du mehr Zeit für dich hättest? Oh ja, dann könnte ich mich mal ausruhen und dann würde ich einfach mal da sein. Und dieses Dasein ist jetzt da. Das ist einfach jetzt da. Und das ist eigentlich das, wonach wir uns sehnen. Also wir sehnen uns nicht nach der Zeit, also wir rennen auch diesem Gefühl von, ich will mal da sein, dem rennen wir auch hinterher, statt einfach mal da zu sein. Und dann würde sich das System eigentlich wie auch ausruhen. Ja. Und wenn wir dann tatsächlich sprinten müssten, genau, hätten wir auch die Kraft dazu, zu sprinten. Genau. Ne? Ja, genau. So. Und es braucht wie so, dass man diese Energie aus diesem Zeitmangel wie so rauszieht und hier hinkommt. Und das ist manchmal, wenn wir mal so, du musst was opfern dafür. Also du musst opfern aus dem starken Muster des ich habe keine Zeit Gefühls, das zu opfern. Und schon bist du da. Und das ist manchmal mega, das ist so stark, dass das wie mega schwer ist, das loszulassen. Nein, aber es stimmt, ich habe doch wirklich keine Zeit. Also, und das einfach wirklich mal... Ja, vielleicht sollte man sich als Mantra so machen, ich habe Zeit, hier zu sein. Ich habe immer Zeit, hier zu sein. Immer. Ich habe Zeit, ist schon wie ein bisschen geht man dem auf den Leim, weil das könnte dir wie so genommen werden. Ne? Aber irgendwie, ich habe Zeit, hier zu sein. Ich habe Zeit, tatsächlich hier zu sein. Und von hier aus lebe ich, von hier aus atme ich, von hier aus renne ich, von hier aus
bewege ich mich. Aber das ist einfach eine Zeitlosigkeit, die da ist. Und diese Zeitlosigkeit, die ist die Fülle, diese Zeitlosigkeit. Und in dieser Zeitlosigkeit ist dieses Erschaffen von der ganzen Welt, von dem, was passiert. Ja, vielleicht sagen wir das Mantra, ich bin zeitlos. Und dieses Zeitlos hat so eine Power und so eine Kraft, die ins Leben zu bringen, diese Zeitlosigkeit. Ne? Ja. Da ist kein Alter, das ist kein Alter. Ich habe nicht mehr jetzt, ich habe jetzt weniger Zeit, weil ich älter bin. Ne? Ja. Ich habe heute Morgen noch so gedacht, ist so ein Gedanke gekommen, wie es sich gefühlt hat, wo ich ein jung gewesen bin, weiß nicht, vielleicht 18 oder 19 oder so. Und ich dann plötzlich gemerkt habe, da ist kein Unterschied. Da ist kein Unterschied. Da ist diese Zeitlosigkeit, die damals da gewesen ist, ist jetzt da. Ja, hier ist keine Zeit und es ist auch kein Zeitmangel. Es ist keine Zeitmangel in deiner wahren Natur. Und wenn du merkst, dass das einfach schön ist, jetzt gerade im Moment vielleicht hier zu sitzen und vielleicht auch zu spüren, dass du da bist und du vielleicht merkst, das möchte ich gerne bleiben, dann merkst du vielleicht, dass das wirklich deine Sehnsucht ist. Also dass die Sehnsucht ist, nicht nach mehr Zeit, einfach da zu sein. Ja, nicht nach mehr Zeit, so wie jetzt. Nach dieser Zeitlosigkeit. Ja. Und es ist so wichtig, das zu sehen. Aha, ich will eigentlich hier sein. So. Das tut so gut, das ist so... Ja, wir dachten auch, wir machen nur ein 5-Minuten-Video. Ne? Aber sobald man über die Zeitlosigkeit schert, wird es schwierig. Genau. Ja, deshalb ist, glaube ich, das, was wir heute scheren sollen, heute rüberkommen sollen, ist die Zeitlosigkeit. Die uns alle verbindet halt auch. Ne? Also in dem Moment, wo andere Menschen auch in dieser Zeitlosigkeit sind, ist halt einfach eine ganz starke Connection da, so eine Verbindung mit dem Leben. Es ist einfach schön. Es ist schön, Menschen zu sehen und zu spüren, die in der Zeitlosigkeit. So, ganz einen schönen Tag wünsche ich euch.